Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr bei einem Bosch, Siemens oder Neff Geschirrspüler die Wasserweiche austauschen könnt. Um die Wasserweiche auszutauschen, müsst ihr zuerst die Bodenwanne abbauen. Das passende Video verlinke ich euch noch am Ende dieses Videos. Um dann die Wasserweiche auszutauschen, müsst ihr zuerst die Klemmschelle an der Heizpumpe lösen. Diese Klemmschelle müsst ihr zerstören, die bekommt man leider nicht wieder zusammen. Da benötigt ihr dann eine neue Schlauchschelle, die könnt ihr euch aber auf jeden Baumarkt besorgen. Wenn ihr die Klemmschelle aufgehebelt habt, könnt ihr die Heizpumpe vom Pumpentopf abziehen und hinten an der Heizpumpe, das zeige ich euch jetzt nochmal schnell, ist noch eine kleine Klammer. Diese müsst ihr auch lösen, die ist auf dem Pumpentopf nur aufgeschoben und wird letzten Endes vom Pumpentopf oder von der Pumpe nur abgezogen und danach könnt ihr dann die Pumpe nach vorn entfernen. Wie gesagt, wenn dieser kleine Gummipuffer, diese Halterung gelöst ist, könnt ihr die Heizpumpe entnehmen. Entfernt dann zuerst die großen Stecker von der Heizpumpe und hier bei diesen kleineren Steckern müsst ihr vorsichtig sein. Dort ist ein kleiner Hebel, zieht da nicht an den Kabeln, sonst kann es passieren, dass euch die Kabel aus dem Stecker herausrutschen. Sinnvoll ist es dort, einen Schraubendreher zu nehmen und den Stecker dann leicht nach oben wegzuhebeln. So passiert es euch nicht, dass die Stecker herausrutschen und ihr dann den Fehler E11 bekommt. Hinten an der Pumpe ist noch die Steckverbindung für die eigentliche Pumpe. Vorn war wie gesagt nur die Heizung und die Anschlüsse für den Temperaturfühler. Und hier zeige ich euch nochmal diese Schelle. Wie gesagt, die bekommt man nicht zerstörungsfrei ab. Zumindest nicht ohne Spezialwerkzeug und vor allem bekommt man sie auch nicht wieder dran. Hier unten sehen wir dann den eigentlichen Drehschieber oder die Wasserweiche. Da entfernt ihr auch vorsichtig den Stecker und danach könnt ihr die Wasserweiche links herum rausdrehen. Das ist nur ein Bajonettverschluss, der geht aber ziemlich straff. Auch hier kann noch etwas Wasser herauskommen. Das ist nun schon die ganze Wasserweiche, die verteilt das Wasser zwischen den beiden Sprüharmen, je nachdem ob nur ein Sprüharm oder beide Sprüharme gleichzeitig angesteuert werden soll. Das funktioniert über diese Wasserweiche und über einen kleinen Motor. Wenn die kaputt ist, bekommt ihr von eurem Gerät im Normalfall auch eine Fehlermeldung angezeigt. Und wenn ihr dann die Wasserweiche wieder einbauen wollt, setzt die Wasserweiche auf, drückt sie gegen das Gerät, das macht sich oft sehr schwer und dreht die Wasserweiche rechts herum wieder fest.